Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Der erste Kaiser. Ich bin euer Dominus und wir spielen Teil 2 unseres Tutoriums für dieses Spiel. Ja, und im ersten Teil haben wir unsere Stadt Hao gegründet und hier dieses kleine Wohngebiet aufgebaut und mit den ersten Dienstleistungsgebäuden versorgt, nämlich mit einem Inspektorenturm und einem Wachturm. Ja, und wir versorgen auch unser Wohngebiet schon mit Nahrung. Wir haben hier eine Farm errichtet, wo wir Kohl anbauen. Allerdings ist im Moment keine Saison für Kohl, die beginnt nämlich erst im August. Wir haben aber genug Kohl hier in der Mühle, das ist unser Silo, und unsere Marktfrau ist schon auf dem Weg, neue Nahrungsmittel einzukaufen. Hier haben wir den Markt und da entsprechend auch den Laden für die Nahrungsmittel. Unsere Wohngebäude hier haben sich zu der Hütte weiterentwickelt und die brauchen jetzt Zugang zu einem Ahnenschrein. Ja, und das ist jetzt das große Thema, nämlich Religion bei Der erste Kaiser. Die religiösen Gebäude finden wir hier unter der Rubrik Religion. Klicken wir dieses an, sehen wir, was wir bauen können. Und wir können jetzt in dieser Kampagne erstmal nur einen Ahnenschrein bauen. Es gibt aber auch noch 3 weitere Religionen, die erst im Laufe der Entwicklung hier im alten China entstehen. Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Ja, und wie ihr seht, wir haben jetzt hier nur das Gebäude für den Ahnenschrein. Gut, den platzieren wir jetzt mal. Dann gucken wir mal, wo wir ihn platzieren können. Das ist hier, auch mit einem sehr guten Feng Shui. Klicken wir an und dann haben wir hier entsprechend den Ahnenschrein. Den Pausenmodus hebe ich mal wieder auf, damit hier entsprechend auch der Ahnenschrein Arbeiter hat. Er ist jetzt hier entsprechend in Betrieb. Und da sehen wir jetzt die Wahrsagerin, die jetzt hier die Straße entlang geht und somit Zugang zu dem Ahnenschrein gewährleistet. Unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Ja, wir haben jetzt hier das einfache Häuschen. Ja, da sehen wir, das einfache Häuschen braucht jetzt zur weiteren Entwicklung die Qualitätsstufe einfach bei den Nahrungsmitteln. Das werden wir aber erst später machen. Wir werden jetzt erstmal noch weiter uns mit dem Thema Religion beschäftigen. Wir sehen hier bei dem Religionsministerium, dass wir eine gute Ahnenverehrung haben. Wir können hier natürlich die verschiedenen Religionen anklicken und dann sehen wir jetzt hier Ahnenverehrung, haben alle Gebäude Zugang. Ja, und dann sehen wir hier Held in der Stadt. Was bedeutet das? Jede Religion hat auch einen entsprechenden Helden, der diese Religion repräsentiert. Wo finden wir das? Indem wir hier auf den vollständigen Bericht gehen. Klicken wir das an, können wir sehen, welche Helden für den Bereich Ahnenverehrung zur Verfügung stehen. Und bei den anderen Religionen ist das genauso. Ich würde jetzt hier tatsächlich mal die Helden durchgehen. Um Helden in unsere Stadt zu bekommen, müssen wir ihnen Opfergaben darbieten. Klicken wir zum Beispiel jetzt hier einen Held an, dann können wir sehen, was wir überhaupt dem Held anbieten können. Im Moment haben wir leider nur Kohl da. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so viel für einen Helden. Ihr seht aber auch hier oben, wie der Status ist. Und wir haben 8 Zustände unserer Helden, nämlich wütend, unglücklich, vernachlässigt, zufrieden, erfreut, glücklich, freudig und erhaben. Ja, und mit einer Opfergabe, klar, erhöhen wir diesen Zustand.
Und ab einem Zustand zufrieden kann es durchaus sein, dass der Held in unsere Stadt kommt. Was heißt das, wenn der Held in unsere Stadt kommt? Der Held kann verschiedene Funktionen in unserer Stadt übernehmen. Er kann zum Beispiel Gebäude segnen. Er kann die Funktion eines Dienstleisters oder eines Fußgängers einer bestimmten Dienstleistung übernehmen. Er kann Baukosten reduzieren von bestimmten Gebäuden. Er kann, wenn man ihn das entsprechend aufträgt, Tiere, also wilde Tiere in der Landschaft einfangen. Warum? Kommen wir später nochmal zu. Er kann aber auch kämpfen, die Stadt verteidigen oder andere Städte für uns erobern. Er kann auch andere Besonderheiten haben, andere Funktionen übernehmen. Und es gibt Monumente, die wir bauen können, die eine Beziehung zu dem Helden haben. Und wenn wir diese Monumente gebaut haben, ist automatisch die Glücksstufe des Helden erhöht. Also haben wir ein Monument, wird automatisch die nächste Stufe der Helden in ihrem Zustand zur Stadt entsprechend verbessert. Gut, gehen wir mal die einzelnen Helden hier durch. Dafür gehen wir natürlich in den Pausenmodus. Nuvar oder auch die Schöpfergöttin ist ein Held der Ahnenverehrung. Sie kann folgende Gebäude segnen, nämlich die Tongrube, den Fischerkai, das Jagdzelt und den Inspektorenturm. Bei Tongrube, Fischerkai und Jagdzelt hat die Segnung folgende Bewandtnis, dass eine Einheit, die von dem Gebäude halt erwirtschaftet wurde und zu einer Lagerstätte gebracht wird, auf 4 Einheiten erhöht wird. Gilt aber nur für ein Gebäude und auch nur einmal. Beim Inspektorenturm ist es so, dass das Gebäude aufgewertet wird und wir 2 Inspektoren dann haben, die für 6 Monate das Stadtgebiet kontrollieren. Inspektorentürme können wir tatsächlich durch eine Erhöhung der Attraktivität dauerhaft erhöhen und somit das Gleiche erzielen, nämlich dass 2 Inspektoren das Stadtgebiet kontrolliert. Ja, sie können die Funktionen von Dienstleistern übernehmen. Bei Nuvar wäre das die Wahrsagerin, der Inspektor und der Musiker. Nuvar reduziert die Baukosten von einer Tongrube, Fischerkai, Jagdzelt und Musikschule sowie Inspektorenturm und den Bewässerungsanlagen. Wir können diesem Held auftragen, Tiere einzufangen, also wilde Tiere in unserer Landschaft. Warum? Komme ich später nochmal zu. Sie kann aber nicht kämpfen. Eine andere Besonderheit für diesen Helden ist, dass er Feinden es erschwert, Gebäude in Brand zu stecken. Ja, und haben wir folgende Monumente errichtet, erhöht sich die Glücksstufe der Helden. Und zwar, wenn wir einen großen Tempel, Tempelanlage, Tumulus oder großen Kanal gebaut haben. Dann ist Nuvar glücklicher mit uns. Ein weiterer Held der Ahnenverehrung ist Shengdong, der göttliche Bauer. Seine Segnungen beinhaltet das Bauernhaus und die Hanffarm. Auch da werden von einer Einheit, die abtransportiert wird, auf 4 Einheiten erhöht, jeweils immer nur für ein Gebäude und einmal nur. Shengdong übernimmt folgende Funktionen von Kräuterhändler und der Wahrsager. Folgende Gebäudekosten sind reduziert, wenn wir Shengdong in unserer Stadt haben, nämlich Felder, Bauernhäuser, Kräuterhändler, Marktplätze, Nahrungsstände und die Mühle. Er kann weder Tiere einfangen, noch kann er kämpfen, hat aber den Vorteil, dass er Anfragen und Forderungen von anderen Städten von Nahrung erfüllen kann. Ja, und folgende Monumente machen ihn glücklicher, nämlich der prächtige Tempel, großer Tempelkomplex, großer Tumulus und der Uhrenturm. Als letzten Helden bei der Ahnenverehrung haben wir Hongdi, der gelbe Kaiser. Er segnet Brennöfen, Seidenraupenplantagen. Auch hier wird die Einheit, die abtransportiert, auf 4 erhöht.
Und er übernimmt den Fußgänger bzw. die Dienstleistung des Akupunkteurs. Folgende Baukosten sind reduziert, wenn der Held in der Stadt ist: Brennofen, Seidenraupenplantage, Maulbeerbäume, Webereien, Akupunkteur und Streitwagensport. Er kann keine Tiere einfangen, kann aber kämpfen. Huang Di ist ein guter Fernkämpfer mit seinem Bogen, ist allerdings schwach beim Nahkampf. Das sollte man wirklich berücksichtigen. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieser Held die Moral der Streitwagenkämpfer erhöht. Außerdem erfüllt er Forderungen nach Keramik gegenüber anderen Städten. Folgende Monumente sorgen für ein Glücklichsein bei diesem Helden, nämlich die große Mauer aus Erde oder Stein, der große Palast und das unterirdische Gewölbe. Ja, das war jetzt die Ahnenverehrung mit ihren Helden. Gehen wir noch die anderen Religionen durch, nämlich den Taoismus oder auch die Lehre des Weges. Eine chinesische Philosophie und Weltanschauung, die sich im 4. Jahrhundert vor Christus entwickelt hat. Wir haben hier zwei Gebäude. Es gibt einmal den taoistischen Schrein, der einen Priester entsendet, und es gibt den taoistischen Tempel, der dann zwei Priester entsendet. Und wenn wir die Helden des Taoismus in unserer Stadt haben wollen, müssen wir den taoistischen Tempel bauen. Also mit einem Schrein kommen wir hier, was die Helden betrifft, nicht weiter. Auch beim Taoismus gibt es drei Helden, nämlich Zi Wang-mu, Königin Mutter des Westens. Sie kann Jadeschnitzereien segnen. Das bewirkt, dass diese Werkstätten einen Vorrat von Rohjade haben, und zwar mindestens 4. Zi Wang-mu übernimmt die Funktion eines taoistischen Priesters. Und sie reduziert die Baukosten von der Maurergilde, Zimmermannsgilde und Keramikgilde sowie der Schnitzerei und von Skulpturen, die wir als Verschönerung bauen können. Sie kann, wenn man möchte, Tiere einfangen, kämpfen. Eine weitere Besonderheit ist, dass sie die Bauzeit der meisten Monumente um 1/4 reduzieren kann. Ja, und folgende Monumente macht diesen Held glücklich, nämlich großer Tempelkomplex und das unterirdische Gewölbe. Der zweite Held bei dem Taoismus ist Zhao Yun, der Küchengott. Er segnet Lebensmittelläden und Wohnhäuser und bewirkt, dass die Qualität der Lebensmittel sich erhöht. Der Segen hält allerdings nur so lange, bis die Lebensmittel bei den Häusern angekommen ist. Also es ist kein dauerhafter Segen. Er übernimmt die Funktion eines taoistischen Priesters und alle Häuser, an denen Zhao Yun vorbeikommt, hat die Qualitätsart köstlich bei den Nahrungsmitteln. Er reduziert die Baukosten von dem Lebensmittelhändler und Wohnhäuser. Er kann keine Tiere einfangen, er kämpft auch nicht. Eine weitere Besonderheit ist, haben wir diesen Helden in unserer Stadt, kostet uns das Neujahrsfest nichts. Ja, und die Monumente, die ihn glücklich machen, ist der große Tempel und der Uhrenturm. Der dritte Held des Taoismus ist Guandi, der Gott des Krieges. Er segnet Lagerhäuser und Mühlen. Dadurch können diese Gebäude bis zu 32 Einheiten Sojaquark aufnehmen. Gibt es halt Soja nicht, was wir anbauen können auf unserer Karte, dann kann der Segen leider nicht erbracht werden. Er segnet aber auch die Konfuzianische Akademie. Das heißt, er versorgt dieses Gebäude mit Holz oder Papier, was es braucht, um zu funktionieren. Er segnet aber auch Forts, die dann mit Waffen und Holz versorgt werden. Er übernimmt die Funktion von einem Wächter, einem konfuzianischen Gelehrten und einem taoistischen Priester. Die Baukosten von Forts, Waffenschmieden und Wachtürmen wird reduziert. Er kann keine
Tiere einfangen, ist allerdings ein guter Kämpfer. Er stärkt die Moral der Kavallerie und Guandi hat hohe Trefferpunkte und einen starken Angriffspunkt. Kann also gut eingesetzt werden, um fremde Städte zu erobern. Eine weitere Besonderheit ist die Erhöhung der Moral der Kavallerie, und solange Guandi da ist, können in der Stadt keine Räuber, Diebe oder Banditen auftauchen. Monumente, die ihn glücklich machen, ist der Tempelkomplex und die große Mauer aus Stein. Eine weitere Religion im alten China ist der Buddhismus. Der Buddhismus ist keine theistische Religion, also eine Religion, die einen Gott entsprechend oder mehrere Götter verehrt, sondern eher mit philosophischen Überlegungen die Menschen überzeugt. Entstanden ist diese Form der Religion im frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Auch hier haben wir wieder zwei Gebäude. Wir haben einmal den buddhistischen Schrein, der einen Mönch entsprechend aussendet. Und wir haben die buddhistische Pagode, ein großes und prächtiges Gebäude, welches zwei Mönche aussendet. Auch hier ist es so, wir brauchen die buddhistische Pagode, um die Helden des Buddhismus zu rufen. Ja, und was sind die Helden des Buddhismus? Guanyin, Göttin der Gnade. Sie segnet Brunnen, die diesen für 6 Monate aufwertet, ohne dass man die Attraktivität erhöht. Sie übernimmt die Funktion eines Wächters und vermindert somit Unruhen, aber auch den eines Wasserträgers und des eines buddhistischen Mönches. Sie reduziert die Kosten für den Bau von Brunnen, Gärten und Zierbäume, Pavillons und Teiche, Tai-Chi-Parks und private Gärten. Also alles das, womit wir unsere Stadt attraktiver machen können. Sie kann keine Tiere einfangen, ist auch keine Kämpferin. Eine weitere Besonderheit bei ihr ist, dass sie die Kosten für Bestechungsgelder, wenn unsere Stadt zum Beispiel angegriffen wird und man nicht kämpfen möchte, halbiert. Und sie gibt auch noch einen Bonus für die Gesundheit der Stadt. Folgendes Monument erhöht die Glücklichkeit dieser Heldin, nämlich der große Kanal und die Pagode. Ein weiterer Held des Buddhismus ist Bodhidharma, der Kung-Fu-Mönch. Er segnet Teeplantagen, wo wieder eine Einheit zu 4 Einheiten erhöht wird. Und er segnet Wachtürme, die dann für 6 Monate aufgewertet werden, ohne Attraktivität und dadurch 2 Wächter ausschicken. Er übernimmt die Funktion eines Wächters und eines buddhistischen Mönches. Ja, und die Baukosten von der Teeplantage, Teestrauch und Teeladen sowie des Wachturms wird halbiert, wenn der Held in der Stadt ist. Er kann keine Tiere anfangen, ist aber ein guter Kämpfer. Er kann aber nur für die Verteidigung der Stadt eingesetzt werden. Also fremde Städte können wir mit diesem Helden nicht angreifen. Er erfüllt die Forderungen von Tee von anderen Städten und füllt auch den Vorrat von Tee bei jedem Haus, an dem er vorbeikommt, um eine Einheit auf. Der Tempelkomplex und die große Pagode sind die Monumente, die diesen Helden glücklich machen. Ja, und als letzten Helden des Buddhismus haben wir Sun Wukong, der Affenkönig. Er segnet Waffenschmieden und Steinmetze. Auch hier wird dann statt einer Einheit 4 Einheiten abtransportiert. Er übernimmt die Funktion eines Akrobaten, eines Schauspielers, eines taoistischen Priesters und eines buddhistischen Mönches. Die Baukosten von Steinmetzen, Waffenschmieden, Akrobatenschulen, Schauspielschulen, Theaterpavillon und taoistische Schreine wird halbiert. Er kann Tiere einfangen und er kann kämpfen. Er besitzt den höchsten Angriffswert aller Helden und ist da eine sehr gute Wahl für einen aggressiven Helden. Eine Besonderheit ist, dass Abgesandte, die wir in andere Städte schicken, umsonst sind und auch schneller reisen. Der große Palast und die große Pagode erfreut den Helden und erhöht seinen Status zu unserer Stadt. Als
Letzte Religion haben wir den Konfuzianismus, der sich im 5. Jahrhundert vor Christus durch Konfuzius, der Lehrer und Philosoph, gebildet hat. Wir brauchen den Konfuzianismus nur für unsere gehobenen Wohngebäude, also nur für die Elite, und da gibt es nur ein Gebäude, nämlich die Konfuzianische Akademie, die einen Gelehrten dann aussendet. Dieses Gebäude braucht auch Waren, um zu funktionieren, nämlich Holz oder in der späteren Entwicklung unserer Zivilisation Papier. Auch der Konfuzianismus hat 3 Helden, nämlich Konfuzius, der Weise aller Zeiten. Er segnet das Steuerbüro, wodurch das Steuerbüro 4 Einheiten Holz oder Papier bekommt, denn es braucht halt diese Waren, um zu funktionieren. Er übernimmt die Funktion eines konfuzianischen Gelehrten, einer Wahrsagerin, eines Steuereintreibers und eines Musikers. Die Baukosten von einem Steuerbüro, einem Ahnenschrein, einer Musikschule und eines großen und kaiserlichen Weges wird reduziert. Er kann weder Tiere einfangen, noch kann er kämpfen. Allerdings werden die Steuerannahmen steigen, wenn dieser Held in unserer Stadt ist, ohne dass die Beliebtheit sinkt. Diese Maßnahme führt zu einer Verdoppelung des Steuersatzes auf allen Ebenen, von sehr niedrig bis extrem hoch. Ja, und der große Tempel und der große Tumulus erfreut Konfuzius. Ein weiterer Held des Konfuzianismus ist Sun Tzu, Meister Sun. Er segnet Forts und dadurch wird bei den Forts die Ausbildungszeit der Truppe verkürzt. Er übernimmt die Funktion eines konfuzianischen Gelehrten und die Baukosten von Forts und der Stadtbefestigung wird reduziert. Er kann Tiere einfangen und kämpft auch. Sun Tzu ist ein sehr effektiver Kämpfer. Obwohl seine Angriffswerte niedriger sind als der vieler anderer Helden, besitzt er eine starke Rüstung. Eine weitere Besonderheit ist, dass er die Ausbildungskosten für Spione, die wir in andere Städte schicken, halbiert. Zu dem Thema Spione komme ich später nochmal. Er nimmt aber auch Spione in unserer Stadt gefangen, die von anderen Städten in unsere Stadt geschickt worden sind, und setzt sie außer Gefecht. Zudem verkürzt er die Reisezeit der Armee bei der Eroberung anderer Städte und stärkt die Moral der Infanterie. Ja, und die große Mauer aus Erde und unterirdische Gewölbe erfreut diesen Helden. Der letzte Held des Konfuzianismus ist Menikus, der zweite Weise. Er segnet Handelsposten und Handelspiere. Dieser Segen erhöht die Erlöse aus dem Verkauf von Waren in diesen Handelsgebäuden für 3 Monate ab dem Zeitpunkt der Segnung um 30%. Er übernimmt die Funktion eines konfuzianischen Gelehrten und halbiert die Baukosten des Lagerhauses, Handelsposten, Handelspiere und der Marktplätze. Er kann weder Tiere einfangen, noch kann er kämpfen. Sobald Menikus in unserer Stadt aktiv ist, kann ein zusätzlicher Handelshändler aus jeder Handelspartnerschaft auf der Karte eintreffen. Ja. Und der große Tempelkomplex und der große Kanal erfreut diesen Helden. Ja, das war jetzt doch relativ viel Information über die Religionen und deren Helden. Ja, nur die Helden der Ahnenverehrung können unter dem Status zufrieden in der Glücksstufe fallen. Und sollte das der Fall sein, sind sie auch die einzigen, die uns mit Dürren, Erdbeben oder Überschwemmungen dann strafen, wenn wir sie nicht entsprechend huldigen. Bei den anderen Helden ist es so, dass sie nie unter zufrieden fallen. Von daher haben wir da auch keine Gefahr zu befürchten. Aber hier bei der Ahnenverehrung sollten wir das schon machen. Und haben wir schon gesehen, wenn wir eine Opfergabe geben wollen, klicken wir den Helden an und dann können wir hier sehen, was wir entsprechend opfern können. Das klicken wir dann an und können es dann versenden. Allerdings, je hochwertiger und je größer die Opfergabe ist, desto mehr ist natürlich
die Wirkung bei dem Helden. Also wenn ich jetzt hier nur 6 Einheiten Kohl versende, hat das keine große Wirkung auf unseren Helden. Wir sollten auch nur immer eine Opfergabe im Monat je Held verschicken, weil sonst die weiteren keine Wirkung haben und wir auch dann immer keine Ware mehr haben. Ja, im Laufe des Tutoriums werden wir das auf jeden Fall mal machen und einen Helden dann rufen, wenn wir mehr Waren in unserer Stadt haben. Ja, wir brauchen eine höhere Qualität unserer Nahrungsmittelversorgung. Wir haben ja jetzt mal eine Nahrungsmittelart, die wir hier zur Verfügung stellen. Wir klicken nochmal hier den Marktplatz an, da können wir das jetzt sehen. Ja? Und wir haben jetzt im Moment die Qualitätsstufe Fahrt, das ist die minimale und die gewünschte ist appetitanregend. Wir werden das jetzt mal erhöhen und zwar auf einfach. Das ist jetzt die nächste Qualitätsstufe bei den Nahrungsmitteln und bedingt, dass wir 2 verschiedene Nahrungsmittelarten zur Verfügung stellen. Ja, wir haben natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir gehen mal hier auf die Landwirtschaft. Wir können noch eine weitere Farm bauen. Wir können aber auch hier bei Land und Meer ein Fischerkai und ein Jagdzelt bauen. Das würde ich gerne machen, weil diese beiden können kontinuierlich natürlich betrieben werden und wir haben einen regelmäßigen Output von Nahrungsmitteln, während bei der Landwirtschaft ja wir nur bestimmte Zeitfenster haben, wo diese Feldfrüchte entsprechend angebaut werden. Allerdings sollte man aufpassen, man sollte nicht zu viele hier bauen, weil sonst der Output natürlich dann geringer wird, weil die Bestände müssen sich natürlich in irgendeiner Form regenerieren. Wir bauen mal 2 Jagdzelte hier auf in einem sehr guten Feng Shui und verbinden das. Ja, und wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, alle Gebäude der Landwirtschaft müssen nicht mit einem Inspektorenturm versehen werden, mit Ausnahme des Fischerkais. Das heißt, wir brauchen hier immer noch keinen Inspektorenturm zu bauen. So, unsere Jäger sind schon unterwegs. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 7%. Das kann man eigentlich erstmal so lassen. Das sieht sehr gut aus. So, und da werden jetzt die Wildschweine gejagt. Und das Fleisch wird zum Jagdstand gebracht. So, das Fleisch ist jetzt da und hier seht ihr schon, wie es jetzt zur Mühle gebracht wird. So, und jetzt müsste unsere Marktfrau hier auf dem Weg sein, weil sie ja jetzt eine neue Qualitätsstufe erreichen muss für die Nahrungsmittel und wird jetzt hier Fleisch und Kohl holen. Da sehen wir, es ist jetzt geholt worden. So, und jetzt haben wir hier, wenn wir jetzt draufklicken, eine momentane Qualität der Nahrungsmittel von einfach und das heutige Menü ist gedämpfte Fleischschnitten. Also wie gesagt, es ist immer sehr, sehr schön hier gemacht. Es gibt dann immer entsprechend zu der Nahrungsmittelqualität auch die Gerichte, die dann dort zur Verfügung gestellt werden. So, und unsere Bürger kriegen nun einfache Nahrung. Das reicht aber wohl noch nicht zur weiteren Entwicklung. Sie brauchen jetzt Hanf. Okay, dann stellen wir das denen jetzt auch zur Verfügung. Wir finden die Hanffarm hier bei den Farmen. Da ist sie. Und sie ist etwas kleiner als das Bauernhaus. Es ist nur 2x2 Felder. So, und dann würde ich sie jetzt mal so hierhin platzieren. Und wir verbinden sie mit dem Weg. So, und hier ist es genau das gleiche. Wir finden das hier bei den Feldfrüchten. Da ist das Hanffeld und hier ist es auch. Ja, das wird sich gleich ändern. Hier ist es auch 3x3. Jeweils immer. Was die Felder betrifft. So. Na, da habe ich es ein bisschen doof gebaut. Weil ich jetzt hier keinen Bewässerungsgraben hinbekomme. Das können wir aber noch ändern. Und zwar bauen wir das dann so.
Bewässerungsgraben können wir nämlich dann so bauen. Und dann führen wir den Weg so hier rüber. Gut, das Gebäude ist in Betrieb, allerdings haben wir noch keine Saison. Ne? Wann beginnt die? Ja, das steht jetzt hier nicht, wann jetzt Hanf angebaut wird. Aber anscheinend jetzt noch nicht. Dafür wird unser Kohl jetzt wieder angebaut. Ja, und für Hanf brauchen wir natürlich ein Lagerhaus, das wir hier bei dem Handel finden. Da ist das Lagerhaus. Oh, das kann man ganz gut hier hinbauen, ne? So, dann werden wir hier Hanf annehmen. Wo ist es? Da. Gut, ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten, dass wir entsprechend Hanf haben, damit sich das hier weiterentwickelt. Allerdings, wir können unser Wohngebiet auch mal ein bisschen erweitern. Dafür möchte ich aber hier diese Straßen auch noch verschönern. Das machen wir hier natürlich wieder mit dem großen Weg. Können wir das hier so bauen? So, hier. Bis hierhin, genau. Warum ich das jetzt hier nicht bauen kann, weiß ich nicht. Egal. So, dann können wir nämlich hier auch noch mal ein paar Wohnhäuser platzieren. Der Wald kann hier weg. Ja, dann bauen wir es so. Ja, und wenn wir wissen wollen, wie unser Feng Shui ist, hier bei Ästhetik finden wir das und unser Feng Shui ist günstig. Ja, wir haben Dezember, Kohl wird geerntet. So, und jetzt sehen wir, wann die Saison für Hanf ist, nämlich im April. Tja, und gegebenenfalls könnten wir hier noch eine zweite Hanffarm bauen, weil Hanf brauchen wir eigentlich relativ viel und Hanf ist immer auch ein gutes, ja, Produkt, was wir unseren Helden als Opfergabe geben können. Ja, und ihr seht, wir haben relativ viel Kohl jetzt hier. Da wartet der Karrenschieber schon darauf, seine Ware endlich loszuwerden. Wir können natürlich dann hier bei Religion Nuvar oder auch den anderen Helden eine Opfergabe machen. Klicken wir an, dann haben wir jetzt hier Kohl, da haben wir jetzt 12, dann gibt es halt immer 3 Größen, groß, mittel, klein. Und bei der großen Opfergabe würden wir jetzt 8 Kohlkörbe entsprechend opfern. Das tun wir mal. Und werden das hier entsprechend verschicken. Und dann sehen wir schon, jetzt ist Nuvar zufrieden. Ja, und wir können hier Kohl entsprechend wieder in die Mühle einlagern. Also wenn wir eine Überproduktion haben von gewissen Waren, kann man sowas natürlich auch ganz gut machen und hat dann dadurch den positiven Effekt, dass unsere Helden glücklich sind. Ja, mittlerweile haben wir April. Die Landarbeiter in der Hanffarm sind jetzt beschäftigt und kultivieren unseren Hanf. Ja, wir haben aber auch jede Menge Arbeitslose. Wir sollten mal anfangen, weitere Gewerbe zu etablieren, um unsere Stadt zu versorgen, aber auch um endlich mal Handel zu betreiben, denn wir müssen auch mal ein bisschen Geld verdienen. Beim ersten Kaiser haben wir die unterschiedlichen Gewerbe, die uns zur Verfügung stellen, um Produkte herzustellen, die wir für unsere Stadt brauchen, zum Verkauf oder zum Handel oder auch zur Verteidigung unserer Stadt. Haben wir zum Beispiel die Ressource Bronze in unserer Stadt, können wir dieses abbauen und können in der Bronzeschmelzerei dann Bronze herstellen. Diese kann weiterverarbeitet werden, zum Beispiel zu Bronzewaren. Allerdings der Bronzewarenhersteller braucht neben der Bronze auch die Ressource Ton, um überhaupt dann dieses Produkt, nämlich die Bronzewaren, herzustellen. Bronzewaren brauchen wir eigentlich nur für unsere Elite, also für die gehobenen Wohnungen.
Wir können Bronze aber auch weiterverarbeiten in der Waffenschmiede. Ja, und in der weiteren Zivilisation wird die Bronze abgelöst, nämlich durch Eisen. In der Eisenschmelze können wir Eisen produzieren, da wird allerdings das Material nur in der Waffenschmiede weiterverarbeitet. Ja, und eine weitere Verbesserung und Entwicklung der Eisenschmelze ist dann die Stahlschmelze, also die Veredelung des Eisens, und das wird auch in unseren Waffenschmieden dann zu hochwertigen Waffen weiterverarbeitet. Wir haben Ton, die keine entsprechende Ressourcenkennzeichnung hat. Überall in der Nähe von Gewässern können wir Ton abbauen. Und der Ton wird im Brennofen dann zur Keramik weiterverarbeitet. Wir haben die Jadeschnitzwerkstatt. Ja. Und hier wird Rohjade zu kunstvollen Jadeschmuck weiterverarbeitet. Jade können wir allerdings nirgendwo selber abbauen. Jade oder Rohjade muss immer importiert werden. Wir können Lackwaren herstellen. Lackwaren ersetzen im weiteren Verlauf unserer Zivilisation die Bronzewaren. Ja, und wir brauchen zwei Produkte oder zwei Rohmaterialien, nämlich Holz und Lack. Lack wird bei den Plantagen entsprechend hergestellt. Ja, und aus Holz und Lack macht der Lackwarenhersteller dann die Lackwaren für unsere Elite. Wir haben den Papiermacher. In der weiteren Entwicklung löst Papier das Holz ab, was wir bei Steuerbüros zum Beispiel brauchen oder bei den konfuzianischen Akademien. Ja, und Papier braucht natürlich als Rohstoff Holz. Kommen wir zu Holz. Holz können wir produzieren in der Sägemühle, wenn wir die Ressource Wald haben. Und der Steinmetz, die Ressource Stein, die sind nicht extra gekennzeichnet. Das sind halt ja, die Elemente, die in der Landschaft auch dann zu sehen sind. Wir können Seide herstellen in der Weberei. Dafür brauchen wir natürlich Rohseide, die in der Seidenraupenplantage hergestellt wird. Als letztes haben wir noch die Münzereien, die aus Kupfer Münzen herstellen und somit unsere Stadtkasse auffüllen. Ja, und eine Weiterentwicklung der Münzereien ist dann tatsächlich der Gelddrucker, der aus Papier dann entsprechend Geld druckt, und wir brauchen Papier als Rohstoff natürlich. Münzereien und Gelddrucker findet man unter den Regierungsgebäuden. Die findet man allerdings nicht bei dem Gewerbe. Und wir haben als letzte Gewerbestätte noch die Saline. Also wenn wir die Ressource Salz haben, die dann auch eine entsprechende Ressourcenkennzeichnung hat, können wir Salz produzieren. Ein sehr gutes Exportgut oder zur Verbesserung unserer Nahrungsmittelqualität. Darüber hatte ich ja schon einiges gesagt. Was wir nun hier in unserer Stadt alles produzieren können, sehen wir ja bei Gewerbe. Dann haben wir einmal die Tongrube, die wir errichten können. Wir haben hier dann an Rohmaterial, klicken wir das an, können wir sehen, dass wir eine Holzsammelstelle errichten können. Wir können also Holz produzieren. Wir haben hier bei den Gewerbestätten den Brennofen und die Lackwarenfabrikation. Und hier haben wir die Weberei und die Jadeschnitzwerkstatt. Gut, wir können doch einiges hier produzieren und ich würde jetzt gerne hier anfangen, Holz zu produzieren und Keramik. Das können wir bestimmt nachher auch gut verkaufen. Wir führen mal den Weg hierhin. Und ich würde jetzt mal 2 Tongruben bauen. Haben wir auch ein positives Feng Shui? Ja, hier. Da geht es. Dann nicht mehr. Können wir den bald hier wegnehmen. Da, okay. So, für diese Gebäude brauchen wir natürlich einen Inspektorenturm, das ist klar.
Und der hat hier ein sehr gutes Feng Shui. Ja, und ich würde natürlich jetzt gerne noch eine Holzsammelstelle aufbauen. Oh, die sieht doch hier ganz gut aus. Gut, dann Pausenmodus mal aufheben. Und dann bauen wir hier eine Sperre hin. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Setzen wir ihn hier hin. Aber es wandern ja noch weitere Bürger in unsere Stadt ein. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. So, und wir sehen auch, dass hier jetzt Fleisch sich allmählich stapelt. Wir können wieder einen Helden hier entsprechend glücklicher machen. Shenong kriegt jetzt mal Wild. 8 Wildschweinkeulen kriegt er jetzt und ist damit zufrieden. Ja, und man sieht, man sollte das nicht zu häufig machen mit den Opfergaben, weil dann irgendwann mal die Lager leer sind. Ne? So, hier wird weiter fleißig Hanf angebaut. Wann wird denn geerntet? Im September. Oh, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ne? Ja, wir bauen schon mal einen Brennofen. Den können wir hier hinbauen, das passt. Ja, ein gutes Feng Shui. Also dieses Feng Shui finde ich schon ziemlich cool für dieses Spiel, was einfach auch diese ganze Stadtplanung so ein bisschen interessanter macht. Finde ich sehr gut. So, mittlerweile haben wir September. Unser Hanf wird endlich geerntet. Ja, und wird auch dann jetzt zum Lagerhaus gebracht. Dann können wir auf dem Markt schon mal hier den Hanfladen positionieren. Sehr gut, der Hanf ist jetzt endlich angekommen und ihr seht, es sind eher Hanfmatten, die unseren Bürgern hier entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Der Hanfhändler hat auch schon entsprechend die Ware gekauft und wir sehen, wie sich unsere Gebäude weiterentwickeln mit der Versorgung von Hanf. Wir haben jetzt das attraktive Häuschen und wir brauchen Musik, damit sich dieses Gebäude weiterentwickelt. Ja, wir haben hier unter der Rubrik Unterhaltung 3 Elemente, die wir für unsere Stadt brauchen, nämlich die Musiker, die Akrobaten und die Schauspieler. Ja, für unsere Siedlung der Arbeiter brauchen wir nur 2, nämlich Musiker und Akrobaten, die ihre Darbietung auf dem Marktplatz entsprechend darbieten. Und die Musiker werden zum Beispiel in der Musikschule natürlich ausgebildet. Und dementsprechend können wir natürlich jetzt eine Musikschule hier errichten. Man kann sie genau hier hinbauen oder auch hier. Dann bauen wir sie hier hin. So, die Musikschule bildet Musiker aus. Ja, das wird sich gleich ändern. Da sehen wir schon. Und die gehen jetzt zu dem Marktplatz ihrer Wirkungsstätte. Und die lassen sich auch nicht durch eine Sperre oder durch ein Tor von einer Wohngebietsmauer aufhalten. Da sieht man das. Da gehen unsere Musiker jetzt hin. Und wir haben mittlerweile schon 500 Personen in unserer Stadt. So, da musizieren sie jetzt vor sich hin. Und gehen jetzt gleich hier entlang und sorgen somit für eine Unterhaltung, nämlich Musik. Ja, und wir haben ein neues Jahr. Wir haben das Jahr des Büffels. Wir kriegen immer die Mitteilung, ob wir ein Neujahrsfest feiern wollen oder nicht. Wenn wir es feiern, kostet uns das immer entsprechend Geld und Nahrungsmittel. Allerdings hebt die Zelebrierung eines Neujahrsfests das Ansehen unserer Stadt und die Stimmung der Bevölkerung wird dadurch angehoben. Und wenn wir ein Neujahrsfest im eigenen Tierkreiszeichen haben, bringt uns das sogar einen Bonus, den wir auswählen können. Da kommen wir noch dazu, wenn es tatsächlich mal soweit ist. Also, wenn wir die Ressourcen haben, sollten wir ein Neujahrsfest feiern. Also, ja.
Nahrungsmittel haben wir genug. Und dann sehen wir das hier wirklich sehr schön animiert mit diesem Drachen, der jetzt hier entlang geht und im Gefolge natürlich die Musiker. Aber ich glaube, unsere Arbeiter wollen nicht nur Musiker haben, sondern sie wollen, dass es attraktiver wird. Okay, hier auch. Nein, diese brauchen einen Kräuterkundigen. Okay, sorgen wir erstmal für Attraktivität. Das machen wir wieder mit dem großen Weg. So, dann entwickeln die sich auch weiter. So, und dann brauchen wir den Kräuterkundigen. Den finden wir hier bei Sicherheit. Da haben wir den Kräuterstand, der für Gesundheit sorgt. So, und dann gucken wir, ob wir hier ein gutes Feng Shui haben. Das ist alles nicht so gut. Und wir haben sogar schon eine Seuche, glaube ich, die ausgebrochen ist. Hier können wir es hinbauen. Ich will aber gucken, ob wir irgendwo es hinbauen können, wo ich kein Wohnhaus hinbaue. Und das Wohnhaus ist auch gut. Das ist alles schlecht hier. Ne, hier ist auch alles schlecht. Okay, dann bauen wir ihn hier hin. So, da sehen wir den Kräuterkundigen. Er macht sich auf den Weg. Das können wir auch hier bei Medizin Spezialkarte anklicken. Und da sehen wir jetzt, dass jetzt diese Gebäude Zugang zu dem Kräuterkundigen haben. Gucken wir uns nochmal die anderen Karten an. Gefahren haben wir jetzt nicht und Unruhen haben wir auch nicht. Ja, und die Wasserversorgung ist auch gegeben. Ja, und wir haben jetzt hier das geräumige Haus. Und das geräumige Haus braucht eine Qualitätsstufe der Nahrungsmittel von appetitanregend. Das ist der höchste Wert, den wir unseren Arbeitern zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, 3 Arten von Nahrungsmitteln. Ja, und ihr seht, mittlerweile können in einem geräumigen Haus 41 Bewohner leben. Ja, was stellen wir jetzt denn als dritte Nahrungsmittelart her? Wir haben ja die Möglichkeit, Soja anzubauen und wir können Hirse und Reis anbauen und Weizen. Ich würde jetzt tatsächlich mal Weizen anbauen. Wieder platzieren wir ein Bauernhaus. Ja, das müsste passen. Ja, das passt doch ganz gut hier hin. Platzieren wir das so. Ja, und dann bauen wir Weizen an. So, oh, wir sehen, die sind schon am Arbeiten hier kräftig. Wann ist denn die Weizenernte? Im Juli. Okay, ja, da wird ja schon bald geerntet hier. Ah, okay. So, die Bewässerungsgraben bauen wir natürlich jetzt hier auch rum. So, wir müssen natürlich hier unsere Mühle einstellen, dass wir jetzt auch Weizen annehmen. Ja, Kohl können wir wieder mal verschenken. Na, verschenken nicht. Wir können jetzt hier Huangdi mal eine große Opfergabe von Kohl darbieten. Na, ist ja vernachlässigt. Wie gesagt, es hat jetzt nicht so eine hohe Wirkung. Ne? Wie zum Beispiel Keramik, die wir hier schon herstellen, aber noch kein Warenlager für haben. Und auch für Holz brauchen wir jetzt mal ein Warenlager. Hier passt es gut hin. Wir stellen es ein für... wo ist Holz? Da ist Holz. 12 Einheiten und die Keramik. Wo ist sie? Da. So, und da wird auch schon das Getreide zu unserer
Mühle gebracht. Wie gesagt, Weizen wird im Juli geerntet. Ich glaube, die fangen auch im April mit der Kultur an. Da muss ich gleich nochmal gucken, das weiß ich nicht mehr. Und von daher ist es ganz gut. Hier wird im Juli geerntet, hier wird im Dezember geerntet. Und so werden halt zu unterschiedlichen Zeiten die Feldfrüchte, ja, geerntet. Und so hat man immer eine permanente Versorgung von Nahrungsmitteln. Das ist halt bei dem Spiel jetzt wirklich mal ein Schwerpunkt, dass man nicht nur eine Nahrungsmittelart anbauen muss, sondern auch mit mehreren entsprechend die Entwicklung der Stadt beeinflussen kann. Ihr seht, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir sollten mal weiter unser Gewerbe vorantreiben. Also erstmal können wir noch bestimmt hier noch einen Brennofen bauen. Ich glaube, eine Tongrube kann 2 Brennöfen versorgen. Das heißt, wir können hier noch einen hinbauen. Ja, wenn das geht. Und dann bauen wir auch noch eine Holzsammelstelle auf hier. Ja, und ihr seht, das ist alles sehr schön animiert. Die Grafik ist wirklich super toll geworden hier. Also ich finde das wirklich sehr, sehr ansprechend. Auch was für dieses Animierte betrifft. Gefällt mir sehr gut. So, wir müssen jetzt auf unseren Markt auch hier die minimale Qualität anpassen, nämlich Appetit anregen. Im Moment haben wir noch die einfache Qualität. So, wir brauchen allerdings auch noch Weizen. Ist das jetzt hier schon geholt worden? Gebratener Kohl? Nee, es ist noch einfach. Okay. So, dann führen wir den Weg mal hier weiter. So, da sehen wir jetzt den Musiker, wie er jetzt hier mit dieser Fahne entlang geht und ja, die Leute einlädt, auf dem Marktplatz entsprechend die Musikdarbietungen sich anzusehen. Können wir nochmal hier gucken. Musiker, die haben halt entsprechend ihren Zugang. So, dann können wir sehen, Musikversorgung ist perfekt und Neujahrsfest kann man hier anklicken, ob man es immer abhalten möchte. Also da wird überhaupt nicht mehr gefragt oder ob aufgefordert werden soll. Kann man so lassen, denn manchmal ist es vielleicht dann so, dass man überhaupt keine Ressourcen dafür hat. Geht man hier auf den vollständigen Bericht, können wir sehen, wir haben eine Musikschule und es gibt halt noch keine Akrobaten und keine Schauspieler, Unterhaltungseinrichtungen. Es gibt halt eine Unterhaltungseinrichtung, das ist der Marktplatz. Ja, und das letzte Stadtfest oder das Neujahrsfest ist abgehalten worden. Und das nächste Jahr wird im Tierkreiszeichen Tiger mit dem Element Feuer sein. Ja, und wir haben wieder ein neues Jahr. Wir feiern das natürlich. So, und hier müssen wir natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe hier einen Fehler begangen. Wir müssen natürlich, wenn wir nur 2 Nahrungsmittelarten haben, nicht die Minimalforderung auf Appetit anregend machen, weil die Marktfrau keine 3 Nahrungsmittelarten hat. Also wir müssen dann hier schon auf einfach gehen. Sonst geht sie nicht. Hier geht sie jetzt nämlich schon hin. Ich habe es gerade schon umgestellt. Sonst haben wir nämlich keine Nahrungsmittel hier in unserem Marktstand. Darauf muss man achten. Das wusste ich jetzt auch nicht ganz genau. Übrigens könnt ihr hier anhand der Farben dieser kleinen Jungs sehen, was für unterschiedliche Nahrungsmittelarten sie haben. Also das eine war orange, das andere war rot, also Fleisch und Kohl wahrscheinlich. Ja, und wir müssen jetzt warten, bis jetzt Weizen endlich mal in der Mühle ist, damit wir die dritte Nahrungsmittelart haben, um endlich auf die Qualitätsstufe Appetit anregen zu kommen. So, wir können aber mal jetzt hier unseren Helden, die sich vernachlässigt fühlen, sogar unglücklich sind, jetzt Keramik mal zur Verfügung stellen. Und zwar ein mittleres, 4 Keramikkisten. Und dann seht ihr, dass es dann relativ schnell nach oben geht. Also von unglücklich direkt zu zufrieden. Also je höherwertiger die Waren sind,
desto höher steigt auch dann diese Glücksstufe. Von daher ist es immer ganz gut, auch noch mal ein bisschen höherwertige Waren, ja, zur Verfügung zu stellen. Ja, mittlerweile haben wir März und der Anbau von Weizen hat begonnen. Die Ernte erfolgt ja im Juli. Dann kriegen wir endlich unsere dritte Nahrungsmittelart. Ja, in der Zwischenzeit, wo wir auf den Weizen warten, wenden wir uns einem anderen Thema zu, nämlich wie wir unsere Stadt finanzieren. Im Moment verursachen wir hier nur Kosten und wir haben zwei Möglichkeiten, unsere Stadt zu finanzieren. Einmal durch Steuern und einmal durch den Handel. Für Steuern müssen wir hier zu der Regierung gehen und da finden wir die ganzen entsprechenden Bauwerke, nämlich das Verwaltungszentrum. Das ist so ungefähr ja, das Bürgermeisterhaus oder das Rathaus. Dann gibt es dafür das Steuerbüro und wir haben den Palast. Den Palast brauchen wir jetzt nicht. Wenn wir Steuer eintreiben wollen, brauchen wir auf jeden Fall das Verwaltungszentrum. Das Verwaltungszentrum brauchen wir auch, wenn wir Forts bauen wollen. Dann würde ich sagen, bauen wir doch mal ein Verwaltungszentrum auf. Hier sehen wir nämlich, dass wir im Moment nur Ausgaben haben. Ja, wir können hier, wenn wir bei Regierung auf den Bericht gehen, sehen wir einfach unsere Bilanz. Und wir sehen, dass wir eigentlich die ganze Zeit natürlich nur Minus machen, weil wir überhaupt keine Einkünfte haben. Weder durch Steuereinnahmen noch durch Exporte, Geschenke, die wir erhalten haben, oder auch, wenn wir eine Münzerei oder einen Gelddrucker haben oder wenn wir Tribut erhalten. Naja, und die Ausgaben sind klar, Löhne und Bau und auch Feste, sodass wir jetzt mal allmählich unsere Stadt finanzieren müssen. Wir bauen also ein Verwaltungszentrum. Die Frage ist, wo? Es ist ein recht großes Gebäude und ich würde es tatsächlich hier gerne hinbauen. So hat es ja eigentlich ein ganz gutes Feng Shui, oder? So, dann bauen wir hier noch eine Straße drumherum. Geht das überhaupt? Ich glaube, hier geht das gar nicht, oder? Ah, doch, geht. Müssen wir nur den Wald wegnehmen hier. Das sieht doch schön aus, oder? Dann brauchen wir aber hier noch einen Inspektorenturm. Den ich gerne auch noch in einem guten Feng Shui haben möchte, nämlich so. Dann brauchen wir natürlich hier Sperren. Ne? So. Ja, mit dem Verwaltungszentrum können wir jetzt Steuern erheben. Das Verwaltungszentrum hat keine Dienstleister, die den Weg hier irgendwo entlang gehen. Ja, wir brauchen das nur, um andere Funktionen freizuschalten, wie zum Beispiel Steuern einzukassieren. Man kann es auch nur einmal bauen, klar. Und das Steuerbüro werden wir jetzt mal errichten. So, und dann gucken wir mal, ob es irgendwo ein gutes Feng Shui hat. Hier hat es ein gutes Feng Shui, genau. So, das Steuerbüro braucht entsprechend Ware oder einen Rohstoff, nämlich Holz. Kann man hier sehen. Wenn kein Holz da ist, kann auch keine Steuern eingetrieben werden. Aus dem Holz werden Holzplatten geschnitzt, auf denen dann die Steuern eingetragen werden. Aber wir haben ja Holz, was wir transportieren bzw. produzieren und gerade hier hingebracht wird. Jetzt sehen wir es. Es ist entsprechend in Betrieb. Wir haben Holz. So, und da sehen wir jetzt den Steuereintreiber, der hier in so einer Sänfte entlang getragen wird von seinen Trägern. Wir können dann jetzt hier die Steuereinnahmen uns anschauen. Dann sehen wir, dass wir jetzt hier Steuern einkassieren. Ja, wir generieren unser erstes Geld. Nicht viel, aber etwas. Und wir können hier den Steuersatz natürlich einstellen. Je höher er ist, desto mehr bringt es Unbehagen in der Stadt. Umgekehrt, mache ich ihn niedrig, wächst natürlich die Begeisterung unserer Bürger, aber wir lassen das mal auf normal. So, mittlerweile haben wir endlich Weizen in unserer Mühle und wir haben auch die Nahrungsqualität appetitanregend. Es gibt gemischte Pfannengemüse. Da kommt jetzt unser Karrenschieber.
So, und was brauchen denn jetzt unsere Bürger neben der appetitlichen Nahrung denn noch? Keramik. Na wunderbar. Keramik ist also das nächste, was unsere Bürger brauchen. Das können wir ja schon zur Verfügung stellen, indem wir den Keramikladen auf unserem Marktplatz platzieren. So, mittlerweile brauchen wir auch schon wieder Bürger. Wir können jetzt hier nochmal die letzten Parzellen ausweisen. Ja, da passen jetzt leider nicht so. Ja, machen wir es mal so. Das war nicht ganz so üppig. Moment, das war doch hier auch noch grün, oder? Ja, das war grün. Dann nehmen wir das hier weg. So, wie sieht denn unser Feng Shui aus? Harmonisches Gleichgewicht. Oh, das ist noch besser als günstig. Ja, und da sehen wir schon, unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Jetzt, wo sie Keramik haben. Wir haben das elegante Haus. Und ja, wir haben Platz für 52 Bürger in diesem Gebäude. Und sie brauchen Zugang zu den Akrobaten. Das wäre jetzt die nächste Unterhaltungseinrichtung. Dafür brauchen wir natürlich die Akrobatenschule. Die auch eigentlich ein gutes Feng Shui haben sollte. Hier nicht. Moment, passt die denn hier hin? Ja, hier passt sie hin. Wunderbar. Wir benötigen Mitarbeiter, ich weiß. Dafür müssen wir aber hier diese Sperre verschieben. So, dann machen wir mit den Sperren mal so. So, da haben wir unsere Akrobaten. Die machen sich jetzt auch auf den Weg zum Marktplatz, nämlich ihrer Wirkungsstätte. So, dann haben sie auch ihre Wirkungsstätte erreicht. Ja, und dann sind sie dann da, entsprechend mit ihren Darbietungen und versorgen jetzt unsere Bürger mit der entsprechenden Unterhaltung. So, Bauern verlangen Lohnerhöhung. Höchster Ehrenwert der Oberhaupt Dominus. Die Lebenshaltungskosten in ihrer Stadt sind gestiegen und die Menschen erwarten jetzt eine bessere Bezahlung, damit sie überleben können. Und wir feiern wieder ein Fest. Jawohl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das automatisch anpasst. Also das Lohnniveau ist ja auf normal. Muss ich da irgendwas machen? Oder auf hoch gehen? Ich kann mir vorstellen, dass das automatisch sich erhöht. Also wir haben ja hier die Kosten von den Löhnen und das erhöht sich dann wahrscheinlich automatisch. Ja, kann durchaus sein. Gut. Ja, und da sehen wir jetzt hier wieder das Neujahrsfest mit Akrobaten und mit Musikern, die durch unsere Stadt ziehen. So, und die Bewohner des eleganten Hauses brauchen Zugang zu einem Akupunkteur. Und das können wir auch zur Verfügung stellen. Finden wir hier bei Sicherheit, da haben wir den Akupunkteur und den können wir hier hinbauen. Auch ein gutes Feng Shui. Ja, und da seht ihr, wie sich entsprechend unsere Wohngebäude weiterentwickeln. Wir haben jetzt das verzierte Wohnhaus, was für eine schöne Bezeichnung. Die brauchen jetzt Zugang zu einem taoistischen oder einem buddhistischen Schrein. Ja, und weil wir das leider natürlich nicht jetzt freigeschaltet haben, ist das der Endausbau unserer Wohngebäude. Und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Stadt.
Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Verschönerung. Da würde ich gerne mal hier auf die Attraktivität gehen. Wir können Gärten bauen, wir können Skulpturen bauen und Erholungsgebiete. Klicken wir das an, können wir sehen, was wir bauen können. Also die unterschiedlichsten Sachen. Wir können auch natürlich hier ästhetische Bäume setzen. Pflaumenbäume, Pfirsichbäume oder Kirschbäume. Und wir können halt diese Wohngebietsmauern setzen. Ich würde jetzt hier nochmal ein paar Gärten setzen. Hier zum Beispiel. Und da auch können wir die einzeln setzen oder tatsächlich hier so ziehend ganze Gartenbereiche. Also das sieht richtig toll aus. Und dann würde ich die Gärten mal hier so weiterführen. Wichtig ist, passt bitte auf, wenn ihr hier eine Wohngebietsmauer baut, hat der Inspektor keine Wirkung mehr auf den Marktplatz. Der fällt dann zusammen. Bei den Gärten geht das, aber nicht bei einer Mauer. Ganz wichtig, dass ihr das berücksichtigt. So, und dann können wir noch hier diese Wohngebietsmauer um dieses Wohngebiet bauen. Und da seht ihr nämlich, wie sie jetzt hier gerade die beiden Bauwerke aufgewertet haben, nämlich der Inspektorenturm und auch der Wachturm. So, dann können wir hier das so bauen. So, und dann hier noch. Gut, hier ist es halt nicht geschlossen, aber hier. So. Ja, und dann haben wir doch jetzt hier ein schönes Wohngebiet erstellt. Wir können hier zum Beispiel jetzt noch, ja, nee, den können wir da nicht hinbauen, den Teich mit Brücke, der ist ein bisschen zu groß. Sowas hier zum Beispiel. Oh, der hat aber ein schlechtes Feng Shui. Das wollen wir nicht. Was ist denn mit den Skulpturen? Die sind immer nur... Ah, nee. Hier. Mit der Taste R können wir die Gebäude entsprechend auch drehen. So, was haben wir denn noch Schönes? Also es gibt die einmal so. Ein Feld groß. Oder 2x2 Felder groß. Oh, das sieht gut aus. Ja, und in der Mitte können wir auch noch was machen. Da können wir zum Beispiel hier Pflaumenbäume setzen. Blühende Pflaumenbäume, das sieht doch gut aus, oder? Kirschbäume blühen dann in der Farbe. Ach, ist das schön. So, und da hat sich auch schon hier unser Brunnen auch entsprechend aufgewertet. Also Brunnen, Inspektorenturm und Wachturm können sich durch die Erhöhung der Attraktivität weiterentwickeln. Ja, und ihr seht, wir haben jede Menge Waren. Wir können wieder Opfergaben verteilen, aber ich möchte jetzt als nächstes mit dem Handel beginnen, um ein bisschen mehr Geld hier zu generieren. Das werden wir allerdings dann wieder im dritten Teil unseres Tutoriums für Der erste Kaiser dann durchführen. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei bei diesem tollen Spiel und ich sage Tschüss, euer Dominus.